Hallo, werte EEP-Freunde. Ich habe mich nun doch entschlossen, eine Reihe von Videos zu beginnen, in der ich den Anlagenbau unter EEP 16 vorstellen will, so wie ich ihn derzeit bewerkstellige nach meinen bislang gewonnenen Erfahrungen mit EEP 16. Was hier derzeit zu sehen ist, ist die Version EEP 16 mit Patch 2 und eine gerade erst von mir relativ neu in den letzten Tagen erstellte Anlage. Wie man sieht, ist da relativ wenig ausgestaltet, aber das ist insoweit auch ganz passend, dass ich jetzt hier doch noch den Beginn einer solchen Anlagenerstellung auch für die Neulinge, die jetzt erst zu EEP gestoßen sind, zeigen kann und dabei vielleicht so einiges Grundsätzliche erwähne, was mir aus meiner persönlichen Sicht vielleicht wichtig erscheint. Und ich möchte zeigen, wie man so eine Strecke hier baut. Man sieht, auch die ist noch nicht ganz fertig gebaut, weil zum Beispiel hier in diesem Bereich auf dem Gegengleis noch die Fahrleitungsmasten fehlen. Sie sind hier erst in der einen Richtung aufgestellt, allerdings oben im Norden gibt es diese Fahrleitungsmasten auch schon auf beiden Seiten. So sieht es dann also am Ende aus. So schaut es aus, wenn man im Moment mit dem Zug mal mitfährt, wenn man dann auch den richtigen auswählt und nicht so ein Schiff hier. Dann hat man hier die Lok und kann die also beobachten, wie sie hier die Strecke befährt. Das Ganze, also diese Anlage hier, stellt eine Adaption dar des Rheintals bei Boppard. Auch darauf werde ich gleich noch näher eingehen, wenn wir jetzt mal beginnen, diese Anlage doch noch mal ein paar Schritte zurück völlig neu zu erstellen. Aber man kann hier schon mal einen Eindruck gewinnen, worauf das Ganze hinausläuft, nämlich auf so ein Flusstal, eben entsprechend dem Rhein und nicht irgendwie fantasiemäßig, sondern doch in etwa angelehnt an das Vorbild. Ich muss dazu sagen, dass ich es in meinen 64 Lebensjahren bis jetzt noch nicht fertig gebracht habe, diese konkrete Stelle einmal in Realität aufzusuchen. Das, was ich hier baue, baue ich praktisch auf der Basis von Google Maps, Google Earth bzw. Open Railway Map und ähnlichen Erkenntnisquellen. Ja, und nun soll die lange Vorrede auch mal beendet werden, indem ich jetzt also mal hier aus dieser Anlagenversion wechsle in eine frisch zu beginnende Anlage. Und das sieht dann so aus, dass man also, wenn man jetzt EEP 16 frisch installiert hat, das ist jetzt hier mal die User-Version, wie gesagt mit Patch 2 und mit Modellübernahme aus Vorversionen, in dem Falle EEP 15 und auch mit dem installierten Ergänzungspack der View-Only-Modelle und mit allen anderen Modellen, die ich so in Besitz habe. Und da kann man dann eine neue Anlage erstellen. Und da stellt sich natürlich schon mal die Frage nach der Größe der Anlage.
Wie bin ich denn nun zu der Anlage gekommen, die ich da eben gezeigt habe? Da habe ich mir erstmal bei verschiedenen Kartendiensten eine Stelle rausgesucht, die mir interessant erschien. Auch so ein bisschen aus der Kenntnis solcher Anlagen wie am Fluss entlang und ähnlichen Anlagen, wo es also immer recht reizvoll ist, sowohl einen Schiffsverkehr auf einem größeren Fluss zu haben, als auch ein paar kleinere Ortschaften. Relativ einfach zu bauende Strecken ohne riesengroße Bahnhöfe. Und ja, so einige andere Argumente, die mich irgendwie bewogen haben, mir diese Stelle hier auszusuchen. Die ist auch relativ markant, die findet man also auch relativ schnell immer wieder, weil diese Flussschleife hier doch recht auffällig ist. Wie gesagt, die Realität kenne ich nicht, aber ich sehe halt, was ich hier sehe bei Google Maps. Und dann gibt es jetzt ja auch seit mindestens EEP 15 die Möglichkeit, sogenannte High Maps, also Höhenkarten, als Grundlage für eine EEP-Karte zu nehmen oder EEP-Anlage. Diese Höhenmaps, die werden in EEP eingebunden über eine entsprechende Schaltfläche in der Landschaftsbearbeitung. Das zeige ich dann auch gleich noch. Und jetzt gehen wir erstmal zurück in den Browser. Und da gibt es eine Seite, die ist auch im EEP-Forum schon mal vorgestellt worden. Also das beruht nicht auf meiner eigenen Erkenntnis, sondern aus den Informationen, die man dann im EEP-Forum bekommt. Und das ist diese Seite Terrain Party. Hier oben sieht man die Adresse. Das ist eine Seite, die offenbar für ein anderes Spiel auch vorwiegend gedacht ist, aber die kann man eben auch für EEP nutzen, um sich dort solche Höhenkarten zu erstellen. To get real world high maps. Darum geht es hier. Wenn man diese Seite aufruft unter der Standard-Startadresse, dann landet man immer erstmal in Finnland. Da sitzen offensichtlich die Entwickler dieser Seite, vermute ich mal. Und dann klickt man hier mit dem Mauszeiger, wenn das so ein Zeigefinger wird hier auf der Hand, hier in dieses Quadrat in der Mitte und zieht das hier weiter runter, bis man sich so langsam in Richtung Dänemark, Norddeutschland und in Richtung auf den Bereich bewegt, wo man sich also eine Höhenkarte erstellen will. Und das ist dann hier ein bisschen weiter nördlich. Da muss man dann mal schauen, wo ungefähr der Rhein bei Koblenz. Und hier, da sehe ich schon diese spitze Ecke hier. Da muss man mal gucken. Hier muss jetzt also irgendwann, wenn die Ortsnamen erscheinen, dann werden wir da irgendwann auch diese Rheinschleife finden. Eigentlich wollte ich ja auch mal bei Remagen gucken, das sehe ich jetzt gerade hier. Die Brücke von Remagen ist ja ein bekannter Film. Aber ich hatte mir nun mal diese Ecke bei Boppard rausgesucht, da unten ist sie, da ist sie. Da ist Boppard und da ist diese Rheinschleife. So, da positioniert man jetzt also dieses Quadrat hier hin und dann hat man hier rechts eine Größenangabe mit Plus und Minus. Da steht jetzt 18 Kilometer. Das ist also für eine EEP-Anlage recht groß. Eigentlich viel zu groß. Und deswegen gehe ich jetzt mal auf Minus und verkleinere das. Und das kleinste, was man hier mit Minus einstellen kann, ist 8 Kilometer. Ich hoffe, man kann das hier jetzt erkennen. Das kann man auf 8 Kilometer reduzieren. Und dann kann man sich diesen Ausschnitt hier so hinlegen, dass er also in etwa diesen Bereich abdeckt,
für den man die Höhenkarte haben will. Das wäre dann also in etwa so. Und jetzt kann man hier oben auf Map View gehen. Da sieht man also, was einem so angezeigt wird. Und hier ist ein Pfeil in einer Wolke. Und mit ein bisschen Fantasie kommt man da drauf, dass da Export steht. Das ist also der Download des Ganzen. Wenn man da draufklickt, dann wird ein Ordner heruntergeladen mit Höhenkarten drin. Und der landet dann typischerweise in dem Download-Ordner, den man im Browser eingestellt hat. Und ich habe das jetzt schon mal umkopiert bei mir in den entsprechenden Anlagenordner, also unter EEP16 in meinem Ressourcenordner. Da habe ich mir inzwischen schon verschiedene angelegt, also einen nur mit Grundbestandsmodellen und einen Ressourcenordner alle. Da sind bei mir also alle Ressourcen drin. Das Ganze wird dann über den sogenannten Ressourcen-Switcher umgeschaltet, welche Ressourcen man nutzen will. Und in diesem Ordner Ressourcen alle gibt es dann den üblichen Anlagenordner. Da gibt es einen Ordner mit meinen eigenen Anlagen und dann gibt es einen Unterordner rein bei Boppard. Und da habe ich mir einen Unterordner reinkopiert mit diesen heruntergeladenen Höhenkarten rein bei Boppard. Da bekommt man so eine ZIP-Datei und wenn man die ZIP-Datei auspackt hier in dem Ordner, dann erhält man diese 4 Höhenkarten. Das sind immer Graustufenbilder und noch eine Erklärungsdatei, so eine einfache Textdatei, wo einem also die unterschiedlichen Dateien erläutert werden. Und die Karte, die man meistens nimmt oder das Bild, ist dann hier diese HiMap, die als Merged bezeichnet ist. Also offenbar eine Mischung, eine Zusammenfassung verschiedener anderer Höhenkarten, wo also die Werte, weiß ich nicht, akkumuliert sind oder wie auch immer eine Merge-Karte. Also die ist wohl so die allgemeingängige Höhenkarte, die man nimmt. So, da hat man also die Höhenkarte. Und man weiß, dass die hier aus dem Download, dass die sich also auf 8 Kilometer bezieht. Ich habe es nun so gemacht, das ist meine persönliche Vorgehensweise, die muss also keinesfalls allgemeingültig und allgemein sinnvoll sein, aber das bezieht sich auf alle meine Ausführungen hier. Das ist also ein Hobby, was man ausübt und wo man so seine eigenen Verfahrensweisen hat. In dem Zusammenhang hier habe ich jetzt mal nach einigen Versuchen auch, wie man das so am besten hinbekommt, habe ich dann also daraus gemacht, dass ich in EEP letzten Endes eine Anlage erstellt habe, neue Anlage, in der Größe 4x4, also nicht 8x8 Kilometer, sondern das Ganze komprimiert habe auf 4x4 Kilometer. Und um nun den höchstmöglichen Knotenwert hier herauszubekommen, gebe ich mal einen abstrus hohen Wert ein, nämlich 500. Das wird sicherlich zu viel sein und EEP korrigiert mir das dann. Maximale Anzahl für die Landschaft ist überschritten, bla bla und so weiter. Und dann wird das reduziert auf 250. Und 250 Knoten ist eigentlich ein ganz gutes Knotenmaß, mit dem man also auch in der Oberflächengestaltung in der Landschaft bei EEP eigentlich ganz gut auskommen kann. Hier die Frühlingswiese 1 reicht erstmal für den Anfang und ansonsten muss man ja nichts weiter einstellen. Dann wird diese Anlage gebildet, das ist eben so ein Quadrat, 4x4 Kilometer. Dann geht man gleich ganz fix hier auf die Landschaftsoberflächengestaltung, nennt sich das. Und da gibt es hier links oben den Button, der hat Laden der Geländeform aus der Bitmap. Und da kommt man dann in ein Explorer öffnen, Datei öffnen Fenster und muss sich halt den Ordner suchen, wo man seine HiMaps gespeichert hat, die man da heruntergeladen hat. Wie gesagt, in dem Falle Ressourcen, Anlagen, eigene, rein bei Boppard Terrain und da sind die drin. Und wenn man die jetzt hier lädt, diese Merged, auf Öffnen geht,
Wie soll die geladene Höhenbitmap behandelt werden? Da geht man erstmal auf Aufaddieren. Also die 3 Buttons bewirken Folgendes. Hier steht Überschreiben, das ist, kann eigentlich für sich sprechen. Wenn man schon eine geladen hat, dann wird die überschrieben. Wenn man noch gar nichts geladen hat, gibt es eigentlich nichts zu überschreiben. Aufaddieren bedeutet, man kann die also mehrfach laden, diese Höhenbitmaps. Das ist dann quasi ein Aufaddieren, das heißt, man lädt ein Bild übers andere und kann die quasi stapeln. Und durch diese Stapeln werden also die Höhenunterschiede immer krasser. Und man kann natürlich auch mal subtrahieren, das heißt, wenn man schon 3 Höhenbitmaps übereinander gestapelt hat, dann kann man auch mal wieder eine subtrahieren. Wenn einem das dann also irgendwann zu krass erscheint, weil sich das also zu sehr aufgeschaukelt hat in der Addition, dann kann man auch mal wieder ein paar Schritte zurückgehen. Oder man geht auf Überschreiben, das ist praktisch wie eine Art Rücksetzen. Dann werden also alle Aufaddierungen und alle Subtraktionen wieder rückgängig gemacht und die Höhenbitmap praktisch nur einmal geladen. Also beim ersten Mal gehe ich jetzt mal auf Aufaddieren. Und da ist sie. Das ist jetzt die geladene Höhenbitmap und die sieht in 3D, da landet man etwas unterm Gelände, die sieht dann so aus, dass man hier schon am Horizont schon gewisse Berge sieht und hier auch so eine Ahnung hat von einem Flusstal. Das ist aber auch nur eine Ahnung, da muss man schon sehr dicht dran gehen, dass man also jetzt hier sieht, dass man da doch sowas wie vielleicht einen Weinberg vor sich hat mit sehr viel Fantasie. Wo man auf der Karte ist, sieht man ja bekanntlich mit diesem Dreieck hier, also mit dem Sichtfeld zwischen diesen beiden äußeren gestrichelten Linien. Das ist also der Blickwinkel sozusagen, wenn man hier ein Auge hat und auf die Anlage guckt, auf dieser geraden Mittellinie. Das hier, wo jetzt die Maus hinzeigt, das ist praktisch der Punkt, zu dem man hinschaut. Und das ist hier der Standpunkt. Also man steht hier und schaut hier hin, wo das Ende des dicken Striches ist. Und von dem einen Auge, mit dem man hier schaut, man schaut ja nur mit einem Auge, man schaut ja praktisch nur in 2D. Also als wenn man durch ein Fenster durchguckt, durch den Bildschirm durch. Schaut man dann in dieses virtuelle 3D-Terrain und hat dann wie ein Einäugiger sozusagen hier einen Blickwinkel. Und ja, man kann diese Kamera auch setzen, man kann also hier oben auf dieses Kamera aufstellen gehen und dann kann man zum Beispiel sagen, man möchte hier unten so schauen. Dann schauen wir hier entlang des Flusses und haben jetzt hier diesen Blickwinkel. Und wenn man jetzt hier mal zum Beispiel genau auf diese, das ist also das typische Fotomotiv, dass einer hier sozusagen linksrheinisch oben auf dem Berg steht und dann hier rüber schaut. Das ist so der typische Blickwinkel für viele Fotos, die von dieser Rheinschleife gezeigt werden. Das würde dann so ausstehen, dass man hier oben steht und hier rüber schaut. Das Ganze sieht dann, man steht also hier oben drauf, man sieht auch, wie es hier runter geht. Ist schwer zu erkennen im Moment, aber man hat es vielleicht als Ahnung. So, das ist jetzt wie gesagt noch relativ flach hier alles. Und man kann das also diesen Effekt verstärken, indem man einfach nochmal importiert. Sinnigerweise geht er jetzt hier zurück, also wieder Anlagen, meine Anlagen, Bobbart und wieder dahin und wieder die. Und jetzt geht es ans Aufaddieren. Jetzt addiert man auf und sagt, ich möchte hier diese Höhenunterschiede noch stärker haben. Das machen wir jetzt einmal. Das wäre also sozusagen, jetzt sieht man auch schon, wie es hier etwas deutlicher wird, das ganze Gelände, und wie man jetzt hier auch schon wesentlich deutlicher diese Rheinschleife erkennt. Und machen wir es gleich nochmal.
Anlagen, meine Anlagen, Bobbart, Terrain und Merged und nochmal aufaddieren. Das ist jetzt das 3. Mal. Und das sollte dann aber unter Umständen auch schon reichen. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber man sieht jetzt, wie deutlich die Berge hier zugenommen haben. Und wie man jetzt hier doch schon von einem doch recht deutlichen Berg oben ins Rheintal runterschaut. Und wenn einem das zu viel und zu krass ist, dann kann man es eben auch rückgängig machen, indem man jetzt hier nochmal importiert, Anlagen, meine Bobbart, das und das. Und jetzt mal auf Subtrahieren geht, dann geht man also einen Schritt zurück. Wir hatten ja eben 3 Mal addiert. Jetzt ziehen wir es einmal ab. Dann wird es wieder etwas weniger krass. Wir sehen auch, dass hier die Hügel jetzt nämlich nicht mehr ganz so hoch sind, aber doch immer noch recht deutlich zu ersehen sind. So, wie kriegen wir da jetzt den Fluss hin? Dazu gehen wir hier wieder in den, nicht jetzt in den Oberflächeneditor, sondern in den Landschaftseditor und suchen uns unter Landschaftselemente, Terra, Gewässer, eine blaue Oberfläche gibt es da. Da gibt es aber noch was anderes, was ich hier im Bestand habe. Da muss ich jetzt mal gucken, was ich hier eigentlich gewählt habe. Und zwar am Fluss im Süden. Da taucht jetzt der Zug gerade wieder auf, der im Norden. Also der fährt unendlich von Süd nach Nord, verschwindet im Norden und kommt im Süden wieder raus über eine virtuelle Streckenverbindung. Mehr ist da noch nicht. Ich will jetzt wissen, was ich hier für ein Wasser genommen habe. Und das ist gesperrt, deswegen kann ich es im Moment nicht anklicken. Hallo. Man sollte aber vielleicht auch im richtigen Editor sein. Warum kann ich das jetzt nicht markieren? Hier. Da geht's. Aber seeruhig, habe ich eben schon gesehen hier. Seeruhig, RF. So, und das erzieht sich über die ganze Karte, wie man hier sieht. Das ist die seeruhig. Und die wähle ich mir auch mal hier aus. See, trübe, ruhig, RF, da ist sie. RF heißt Reflexion, das ist also diese Oberfläche, die nachher auch diese schönen Wolkenreflexionen liefert, wenn einem die als schön erscheinen. Und die packen wir jetzt da in die Mitte. Sinnvollerweise bei 0, 0 in X und Y, dann liegt sie genau in der Mitte. Und dann skalieren wir sie auf, was war denn das, 50. Das ist wohl auch der Höchstwert der Skalierung. Das heißt, die braucht man gar nicht. Wie war denn das? Die braucht man wohl gar nicht zu skalieren. Die ist jetzt noch nicht zu sehen hier so. Doch, darunter ist sie ja schon. Die liegt jetzt noch zu tief. Und das stellt man ein in der
Anlageninformation. Moment, wieder hochscrollen. Das stellt man hier ein unter Anlageninformation, und zwar bei der Wasserhöhe. Das ist also etwas speziell bei diesen Wasseroberflächen, weil die Reflexion für die gesamte Landschaft berechnet werden muss, kann man diese Wasseroberflächen mit der Reflexionseigenschaften nur einheitlich für die gesamte Anlagenoberfläche verlegen. Also da kann man keine Wasserfälle und keine Wasseroberflächen mit Gefälle einbauen, sondern das ist immer eine Ebene in einer definierten Höhe. Ich gebe jetzt hier mal ein, ich glaube, das habe ich da in meiner weitergebauten Anlage auch gemacht, 50 Meter. Und wie sieht das jetzt aus? Das ist übrigens etwas zu groß, wie man hier sieht. Wie ist denn das mit 40? Das würde ja dann zu den 4x4 Kilometern passen. Warum reagiert er da jetzt nicht drauf? Ah, er reagiert erst, wenn man ihn hin und her bewegt. So, also nochmal 40. Das sind manchmal so die kleinen Hakeleien, die man in EEP hat. Wenn man ihn, so wie man ihn anfängt hin und her zu bewegen, nimmt er die Größenanpassung vor und dann können wir ihn auch wieder genau in die Mitte packen. Hier die See ruhig. Dann passt es also genau hier in diese Anlagengröße rein, und dieser Skalierungsfaktor 40, der passt ja mit einer gewissen Logik auch auf die 4x4 Kilometer. Soweit, so klar. Und das Ganze liegt jetzt in der absoluten Höhe von 50 Metern, wie man hier sieht. Das hatte ich ja vorhin in der Anlageninformation eingestellt. Und jetzt gucke ich noch mal in meiner anderen Anlage. Da hatte ich das eingestellt, um das jetzt insoweit mal nachvollziehbar zu machen. Anlageninformation, da liegt das nämlich bei 45. So, 45, genau. Und wenn wir das hier auch wieder so machen, dass wir das bei 45 einstellen. Sehen wir denn das Wasser hier schon mal irgendwo? Ah ja, jetzt ist es auch da. Jetzt sehen wir das Wasser bei 45 Metern. Und sehen hier unsere Landschaft mit den Bergen. Ja, und nun beginnt eine Phase, die recht mühevoll und zeitaufwendig ist. Das nimmt einem wohl auch keiner so recht ab. Das ist diese recht huppelige Landschaft hier zu glätten und gewisse Dinge anzupassen. Und das alles einigermaßen hübsch zu machen. Das sind dann also solche Dinge, man fängt am besten ja an irgendeinem Ende an. Das war bei mir, ich habe es immer von Süden nach Norden gemacht, indem man also die Dinge etwas egalisiert. Das ist also stundenlange Geländebearbeitung. Zum Beispiel hier mit dem Werkzeug dieser runden Geländeerhöhung, dass man sich da einen relativ doch die größte Bearbeitungsgröße einstellt, aber die Intensität nicht allzu weit runter regelt, muss man mal ein bisschen experimentieren, und dass man sowas zum Beispiel so anhebt. Dass man also hier so ein bisschen Flussbegradigung macht.
Wie gesagt, man weiß ja, dass das hier bei 45 liegt. Und ich hatte mir dann als Ziel gesetzt für meine Bahnstrecke auch 50 Meter als Geländehöhe. Also 5 Meter höher als das Wasser. Als in dem Falle der Rhein. Ja, und wie man hier sieht, kann man also so das Gelände dann etwas aus dem Wasser rausholen. Nicht so viel, es sind halt flache Uferbereiche und hier an der Stelle, da kann man sich ja dann immer mal wieder die Karte und Google Maps angucken. Man braucht also hier für diese, wo ist es hier, Google Maps, für diese Ortschaften hier, Osterspey und Oberspey und hier unten Boppard. Und hier, wo wir jetzt gerade zugange sind, Kamp Bornhofen. Dafür braucht man also relativ flache Uferstreifen. Und dann hat man hier die ganze Zeit diese Bahnstrecke. Beziehungsweise in dem Falle ist das hier wohl eine Bundesstraße 9 und eine Bundesstraße 42. Und bei Open Railway Map sieht man, dass da auch die Bahnstrecken verlaufen. Und dass man hier zum Beispiel den Bahnhof Boppard Süd, da kann man also auch mal einen etwas kleineren Durchgangsbahnhof sich dann aufbauen. Alles auch für Anfänger vielleicht noch zu bewältigen. Sind nur ein paar wenige Gleise. Wenn man hier mal weiter reinzoomt, ist das eine zweigleisige Strecke. Hier ein paar Weichen und hier zweigt dann die sogenannte Hunsrückbahn ab. Das ist also noch die berühmte abzweigende Nebenstrecke, wie man sie ja bei vielen Modellbahnanlagen hat. Zweigleisige Paradestrecke, abzweigende eingleisige Strecke in ein Seitental. Das ist also immer ein ganz dankbares Thema. Und hier ein bisschen Bahnhof, ein Durchgangsbahnhof. Ja, und dafür braucht man natürlich hier für Boppard zum Beispiel braucht man eine gewisse ebene Fläche. Und die wollte ich mir also bei 50 Meter ansetzen. Ich weiß es nicht, was es beim Vorbild ist. Wie viel über normal Null das also hier beim Vorbild ist, müsste man mal gucken, ob es hier irgendwo eine Angabe dazu gibt. Oder irgendeine Höhenkarte oder was. Ist mir jetzt auch egal. Ich habe mich bei mir in meinem Falle für die teilweise ja doch fiktive Anlage entschlossen, das bei 50 Meter anzusetzen. Und wenn ich mir jetzt mal diese Stelle hier suche, wo dieses Boppard ist, in der Landschaftsansicht, das muss man dann erstmal wieder mit dem rechten Mausklick, kann man das hier also ein- und ausblenden auf die Felder hier, ob man die Gleise sehen will, die ja noch gar nicht verlegt sind. Aber hier im Moment geht es jetzt erstmal um die Landschaftsoberfläche. Die kann man sich einblenden und dann sieht man also hier unten, das ist so der Bereich, wo dieses Boppard liegt. Was hier auch grau ist und hier sieht man dann den eigentlichen tieferen, vielleicht ist das auch nur die Fahrrinne, diesen tieferen Verlauf. Also so genau habe ich das alles nicht gemacht. Ich bin ja da jemand, der es nicht immer so sehr genau nimmt. Es muss nur in etwa einigermaßen passen. Und wenn ich da jetzt nochmal meine Kamera hinsetze, die ja immer noch hier unten ist, dann setze ich die jetzt mal mit Blick hier auf die Fläche, die mal Boppard sein soll. Das wäre also das hier in etwa. Und da sehen wir schon, dass also hier noch viel zu viel unter Wasser liegt. Und wenn ich das jetzt 50 hoch haben will, hier in diesem Bereich, wo also Boppard sein soll, dann nehme ich mir im Landschaftseditor dieses Werkzeug hier oben, den rechten Button von den dreien, und stelle mir hier eine 50 ein. Und hier, wo ich hingucke, wo also der Endpunkt dieser Sichtlinie ist, den verschiebe ich nochmal ein bisschen, beziehungsweise gehe ein bisschen weiter nach rechts, ja, aber auch nicht viel weiter. Also ich bleibe schon hier in dem Bereich ungefähr und ziehe erstmal einen inneren Kreis, ziemlich beliebig jetzt, so. Und dann außenrum einen zweiten Kreis.
Und dann bringt mir das hier so eine Fläche. Und das ist diese Fläche. Das sind jetzt meine 50 Meter. Und wenn ich hier dieses Landschaftsbearbeiten-Werkzeug, den Mauszeiger hier drüber habe und man guckt mal hier unten hin, dann habe ich hier genau eine Höhe von 50 Metern. Das ist genau das, was ich eingestellt habe. Jetzt habe ich hier schon wieder auf Höhe gedrückt. Mache ich gleich wieder rückgängig. Und jetzt gehe ich hier auf dieses Werkzeug, das ist der Stempel oder ja, Planierwerkzeug. Linke Steuerungstaste gedrückt, dann wird aus dieser zu bearbeitenden Fläche nur ein Quadrat. Das ist mein Referenzquadrat, wo ich mir die 50 Meter abnehme. Und die kann ich jetzt, hier sieht man es jetzt am linken Rand, kann ich jetzt also hier übertragen und kann hier quasi mein Flussufer und damit auch die Stadt Boppard geringfügig herausheben. Und ich bekomme gleichzeitig eine relativ ebene Fläche. Da sieht man schon, wenn ich zu sehr ins Gebirge reingehe, dann bilden sich solche Kanten. Aber hier hält sich das alles noch in Grenzen. Und wenn ich jetzt ein bisschen steiler gehe und ein bisschen höher, dann habe ich das auch ein bisschen mehr im Griff, dass ich hier also ein Flussufer hinkriege. Was mir so in etwa, das ist zum Beispiel wahrscheinlich das Seitental für diese Hunsrückbahn. Das wäre dann hier also auch, als wenn da noch ein Fluss einmündet. Kann auch sein, dass da einer einmündet. Aber jedenfalls bekomme ich hier erstmal auf diese Art und Weise meine Rheinschleife hin. Und gleichzeitig noch einen Uferstreifen, wo ich nachher meine Strecke drauf verlegen kann, ohne immer ins Gebirge oder in die angrenzenden Weinberge zu kommen. Und da kann ich mir jetzt so frei Schnauze, wie der Berliner sagt, meine Uferlinie ziehen. Und das hier, das heben wir mal auch ein bisschen an. Auf 50 Meter, das ist unten ein Seitenteil, vielleicht auch mal ein Seitenarm des Rheins gewesen, man weiß es nicht, man sieht schon, dass das gar nicht so viel tiefer ist hier. So viel Höhe baut sich da gar nicht auf. Aber wir haben damit diese etwas zu tief liegenden Flächen abgebaut. Und hier machen wir auf der anderen Seite praktisch das Gleiche, indem wir uns hier so eine Uferlinie zeichnen, in etwa so, wie es sich hier schon andeutet. Haben wir dann hier diesen flachen Bereich. Das ist auch nicht unbedingt Fantasie, man kann das also jederzeit mal abgleichen mit den Bildern, die man hier ist. Also in der Rheinschleife gibt es ja da eine Ortschaft Vilsen. Die muss ja auch in etwa einigermaßen in der Ebene liegen, und bei Google Maps kann man sich das ansehen, dass das von Osterspey oder wie das heißt, über Vilsen sich hier so rumzieht. Und irgendwie kann man doch auch, ach hier war das, glaube ich, Steuerung und Ziehen für 3D. Hier, da kann man das auch so kippen bei Google Maps, und dann sieht man, dass es hier einen flachen Bereich gibt und es hier dann erst in die Höhe hochgeht und sich hier so ein schmaler Streifen mit der Bundesstraße und der Eisenbahnstrecke lang zieht und hier doch ein relativ flacher Bereich ist mit Bahnstrecke und Bundesstraße. Wobei noch die Frage ist, das Innere ist offenbar die Bahnstrecke und das hier außenrum ist die Bundesstraße. Das kann man sich dann, wie gesagt, bei Open Railway Map auch angucken, dass hier innen die Bahnstrecke verläuft und außenrum Rheinuferstraße nennt sich das. Ja, und hier, wie gesagt, Boppard, da waren wir ja eben diese Fläche, und hier haben wir diesen flachen Bereich, den wir da eben noch angehoben haben. Das ist offenbar das hier, Boppard-Buchenau. Und das nochmal bei Google Maps angeguckt, ist es dieser Bereich hier. Das ist das, was wir eben hatten, wo auch das blaue Wasser durchgekommen ist und was wir ein bisschen angehoben haben.
Und hier sieht man, wie dazwischen der Berg hochgeht. So kann man das also immer wieder abgleichen, und das haben wir jetzt hier also auch. Bei uns haben wir auch diesen Berg hier. Naja, man sieht schon, es ist fast noch zu wenig. Das hätte man doch noch einmal mehr aufaddieren können. Es ist fast noch ein bisschen zu wenig an Berg. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, da kann man auch ein bisschen rumexperimentieren. Und wenn einem das Ufer hier nicht gefällt, um das gleich mal noch hier zu zeigen, dann gibt es hier diesen Wassertropfen. Und da stellen wir dann wieder das Größte ein und hier jetzt auch starke Intensität. Und dann kann man das also hier, auch das ist dann nachher eine reine Fleißarbeit, dass man also hier diese Uferlinie so weit glättet, dass es nicht wie eine Steilküste aussieht, sondern eben wie ein, ja, mehr oder weniger eben ein Flussufer. Jemand, der dort ortsansässig ist oder die Gegend kennt oder weiß, wie sowas in der Realität aus Augenhöhe aussieht, der kann das sicherlich alles noch viel besser gestalten. Auch hier im Gelände kann man also diese Ecken sehr schnell rausnehmen. Und da ist dann die Frage, wie viel Zeit man investiert, bis man also hier diese ganzen Geschichten so weit beseitigt und egalisiert hat, dass das also alles eine vernünftige Geländeform ist, die einem also insgesamt zusagt, bis man dann hier die Geländehöhe hat. So, und ich glaube, nach einer knappen Dreiviertelstunde beende ich diese erste Folge hier mal und setze das gleich dann in einer zweiten Folge fort. Ich möchte bloß die einzelnen Videoabschnitte nicht allzu groß werden lassen. Es ist hier, glaube ich, auch ein ganz guter Unterbrechungspunkt erreicht, weil das, was jetzt hier kommt, also wirklich nur noch eine stundenlange Angleichungsarbeit ist, wo man also immer wieder zusieht, dass man sich hier mal die Höhe nimmt und diese Lücken hier noch schnell und großflächig schließt. Auch hier dieses Seitental, wo diese Hunsrückbahn abzweigt. Das kann man also auch alles schließen. Und inwieweit man das dann nachbearbeitet hier mit dem Wassertropfen, das ist also wie gesagt eine Sache, die recht langwierig ist und viel Geduld erfordert, je nachdem wie genau man es dabei nimmt. Und ja, man kann natürlich auch sagen, zum Schluss kommen da überall Bäume drauf und Wälder und Weinberge vielleicht noch oder sonst was. Da wird natürlich auch dann vieles abgedeckt. Und man muss sicherlich nicht jeden Quadratzentimeter der Anlage damit bearbeiten. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall so einen Uferstreifen, wo wir nachher die Bahnstrecke verlegen können. Und das habe ich dann also hier so weit getrieben, dass ich also den gesamten Fluss so bearbeitet habe, der hier insgesamt noch recht breit ist. Und habe also das hier wesentlich schmaler dann gestaltet. Und ich kann jetzt ja mal schnell umschalten. So sieht es dann aus. Im 20. Speicherstand ist das inzwischen. Nach mehreren Tagen. Jetzt springe ich mal hier zu dieser Stelle in Boppard, wo wir eben waren. Das ist hier jetzt hier dieser Bereich. Man sieht also jetzt hier, da fährt gerade der Zug. Wenn wir da mit der Karte hinspringen, dann haben wir in etwa denselben Blickwinkel wie auf der anderen Anlage. Und da sieht man jetzt, wie auch schon Schiffe fahren. Und hier ist diese Sache, wo also diese Kurve rumkommt, und hier ungefähr liegt dann Boppard, die Stadt. Und hier in etwa, da zweigt dieses Seitental ab. Irgendwo da ist es. Da zweigt dieses Seitental ab. Also ich habe hier offensichtlich doch mehr als zweimal aufaddiert,
Das könnte hier, ich glaube, es war 3 oder 4 Mal. Ich habe doch 3 oder 4 Mal aufaddiert, diese Höhenkarte. Und habe dann, wie man sieht, also hier am Anfang habe ich es noch geglättet. Und hier weiter nach hinten habe ich dann schon nicht mehr geglättet. Das ist also, da sitzt man dann doch zu lange dran, aber da kommen ja nachher auch, da muss man ja gar nicht so weit die Anlage ausgestalten. Da kommen ein paar Bäume hin, da fängt dann schon der Übergang zum Hintergrund an. Und in der nächsten Folge werde ich dann hier ein bisschen Gleisverlegung zeigen, und zwar anhand der gegenüberliegenden Seite. Also hier habe ich jetzt am Anfang schon, habe ich vorhin gerade heute am frühen Nachmittag gemacht, dass ich da nochmal etwas geändert habe, indem ich hier ein Böschungsspline drunter gelegt habe. Hier habe ich dann also die Strecke schon mal so weit fertig gebaut, dass er also meinen Vorstellungen in etwa entspricht. Und das wollte ich jetzt auf der anderen Seite hier gegenüber nochmal von Anfang an zeigen. Ich beende dann jetzt diese Folge hier erstmal, und wir sehen uns also hoffentlich, soweit Interesse besteht, gleich im zweiten Teil dieser Bauvorstellung mit EEP 16. Hoffentlich sehen wir uns da nochmal wieder. Und dann kann ich noch den weiteren Vorgang zeigen, wie man hier die Gleise so verlegt.